Hallo Mädels und Jungs, Part 4, Buch Dido restaurieren. Heute machen wir uns über das Federbein und dafür ist es leichter, den Vorderreifen runterzunehmen. Wie demontiert man den Vorderreifen? Das hier ist mit der Abdeck- oder der Zierdeckel. Der ist nur mit Klammern drinnen und darunter befinden sich 3 Schrauben. Diese 3 Schrauben lösen und ihr könnt den Reifen mit der Felge herunternehmen. Und die Besonderheit an dem ist, ihr könnt diesen Reifen, den Vorderreifen, mit dem Hinterreifen austauschen. Die sind absolut gleich von Felge, von Dimension und so weiter. Das heißt, total easy, und falls sich einmal ein Reifen mehr abfährt, vielleicht der vordere durchs Bremsen, dann braucht ihr nur die 2 Reifen austauschen und könnt so länger die Reifen nutzen und sozusagen bis zum Schluss fahren. Das ist ein 14er Schlüssel, Ringschlüssel, mit dem öffnet man die Schrauben, nimmt alle Muttern herunter und kann dann die Felge herunternehmen wie beim Auto. Und das, was ihr hier seht, ist die Trommelbremse von der Puch. So, Schrauben wieder drauf. Das war's. Und wir haben den Reifen schon demontiert. Lage in Ordnung. Was müssen wir noch machen? Wir müssen hier die Abdeckung herunternehmen. Das ist auch nur eine Schraube. Dann zieht ihr die Abdeckung herunter. Und hier unten ist das Federbein am unteren Ende geschraubt. Das aufmachen. Zu dieser Schraube hier oben komme ich nicht dazu, da der Kotflügel hier festgeschraubt ist. Zu diesen Schrauben, die hier auf den Kotflügel festhalten, komme ich erst, wenn ich diese Hutze oder diese kleinen Huppel hier demontiert habe, und der geht von der anderen Seite und ist dann nur eingehängt. Und das sind, was ich gesehen habe, 2 Schrauben, einmal dieser und hier herüben dieser, und hier sitzt dann noch ein Kreuzschraube, und das müsste dann im Großen und Ganzen die ganze Verschraubung gewesen sein. Denn mehr habe ich nicht mehr entdecken können. Und die lösen wir, nehmen die Hutze herunter, können den Kotflügel dann demontieren, machen die Schraube auf und wir haben unseren Stoßdämpfer ausgebaut. So, wie ihr sehen könnt, haben wir den Stoßdämpfer hier schon gelöst, die Schraube. Dann braucht man eigentlich nur mehr hier vom fixen Achsschenkel die Mutter lösen, den Deckel verdrehen, und wenn man die Abdeckung herunternimmt, sieht man schon die Gummilagerung vom Stoßdämpfer und von der Feder unten, und jetzt demontieren wir noch den Deckel. So, wie ihr sehen könnt, die 2 Schrauben sind hier gelöst. Hier oben die seitlichen Schrauben haben wir auch noch gelöst, innen, und dann kann man den vorderen Deckel komplett abnehmen, und man kommt zu diesen Schrauben dazu, die den Kotflügel halten, und dann kann man den Kotflügel nach oben geben und hat hier die obere Schraube, die den Stoßdämpfer hält. Die braucht man dann nur mehr aufschrauben, und dann bekommt man den Stoßdämpfer heraus. Ja. Beim Herausnehmen fällt hier Rost und Gummi und sonstige
Müllfalt heraus, weil er schon kaputt ist. Wir werden jetzt einen Ersatzdämpfer besorgen, so wie seht ihr das. Keine Ahnung, was da herausfällt, schaut aber nach Gummi aus, vielleicht der obere Gummianschlag, weil das Federbein ja immer durchgeschlagen hat. Wir werden ein Ersatzfederbein besorgen mit 280 mm Länge. Das ist 280 mm lang und mit einer Feder zum Einstellen, und dann habe ich das Problem nicht mehr. Das Originale kostet ja 218 € und ein Nachbau gibt es ab 35 €. Also ich möchte auch keinen Gas mehr haben, sondern einen mit einer richtigen Feder. Da ist dann das Problem nicht mehr vorhanden, wenn das Gas ausgeht, dass er nicht mehr federt, so wie bei diesem Dämpfer. Ja, das ist einmal Part 4. Ja, und beim Part 5, beim nächsten, wird es dann darum gehen, das wieder einzubauen, umgekehrte Reihenfolge, und ich hoffe, ich habe dann auch schon die Reifen. Ja, und das war es dann im Großen und Ganzen von der technischen Seite her, denn er läuft, er bremst und er federt und ja, Licht geht auch, und somit müssten alle Bedingungen erfüllt sein, Spiegel sind auch dran, damit könnte eine Überprüfung möglich sein. See you, oben bleiben.